Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal I Love Kuba. Wir sind hier heute nicht in Kuba. Eigentlich wäre ich ja in Kuba tatsächlich zur jetzigen Zeit. Ich nehme das Video jetzt gerade am 14. März auf. Ja, ich hatte ja schon angekündigt, mein Flug wurde storniert, zumindest sah es danach aus. Am Ende ist es tatsächlich so gekommen. Und ja, dazu möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Ja, also wie gesagt, wir sind nicht in Kuba. Tatsächlich sind wir hier bei uns im Garten. Hier waren wir dieses Jahr noch nicht wirklich. Das heißt, hier ist noch eine Menge Arbeit. Und ja, von daher ist es gar nicht so verkehrt. Man muss ja die Dinge auch mal positiv betrachten, dass wir ja nicht zur Familie geflogen sind. Aber ähm, ja, ist jetzt letztendlich nur verschoben und letztendlich nicht aufgehoben. Soll heißen, wir haben jetzt unseren Flug, der wurde ja letztendlich storniert. Ähm, Ich hole noch mal kurz aus. Also grundsätzlich war es ja so, wir haben im Dezember den Flug gebucht über Solia Arenas. Das ist ein ja, Reisebüro spezialisiert für Karibikurlauben beziehungsweise auch konkret Kuba. Und genau, da gab es online ein gutes Angebot, haben wir wahrgenommen. Und ja, von daher war da die Kommunikation eigentlich immer top da, haben relativ schnell reagiert, manchmal ein bisschen langsam, aber ich sag mal, wir hatten uns noch mit den Kollegen dort unterhalten. Also langsam im Sinne von so 1, 2 Tage kam mal nichts nach einer Anfrage, ist an sich noch nicht so wild. Und wir hatten halt da mit den Leuten dort mal gesprochen und letztendlich, sie saßen halt auch im Dunkeln, ne, und konnten halt auch immer bloß vertrösten, weil ich habe ja von euch tatsächlich, von einigen von euch hin und wieder auch Meldungen bekommen von wegen, ja, unser Flug ist storniert worden. Ja, aber unser nicht. Und ich habe halt immer wieder angefragt und wie sieht's aus und keine neuen Informationen und auch das Reisebüro hat keine anderen Informationen selbst erhalten. Bis ja, zum Freitag äh, ja, vor dem 8. Was war der 8. war ja der Sonntag, also dann der 6. Bis zum 6. März. Da kam dann letztendlich die Information, Flug ist storniert. Ja, und von daher wurde uns dann das Angebot gemacht, ja, entweder halt umbuchen, kostenfrei, entweder auf ein anderes Datum oder auf eine andere Fluglinie oder halt auch das Geld letztendlich zurückerstatten. So, ne? Also letztendlich hatten wir da jetzt freie Wahl. Wir haben uns erstmal dafür entschieden zu sagen, okay, wir versuchen es im Juni. Und deswegen sind wir jetzt ja erstmal so weit. Wir haben umgebucht auf den Juni. Mal gucken, was sich bis dahin ergibt. Ne? Aktuell finden ja auch Gespräche statt mit den USA. Also von daher, mal sehen, vielleicht sieht die Lage bis dahin doch nochmal anders aus. Man weiß es nicht. Bekanntlich stirbt ja die Hoffnung zuletzt. Ja, ansonsten hätten wir natürlich auch umbuchen können auf Havanna. Ja, aber wir müssen halt nach Contra und wir haben dieses Mal auch gar nicht so viel Zeit eingeplant in Kuba. Also wir hatten ja nur 2, 2,5 Wochen geplant. Das heißt, wir hatten jetzt auch nicht vor, durchs Land zu reisen. Und durchs Land reisen zur jetzigen Zeit war sowieso ein bisschen oder ist ein bisschen schwierig in der Planung, gerade wenn man dann halt mit ja, ein paar mehr Koffern unterwegs ist. So, von daher hatten wir da jetzt auch keine Lust, da irgendwie ja, teuer durchs Land zu reisen. Und haben dann gesagt, an sich macht es nur Sinn, Santiago oder Holguin. Na, und von daher haben wir jetzt, wie gesagt, umgebucht und warten dann quasi den Juni ab. Ist ja auch bald. Und ja, von daher, wir sehen es an sich positiv. Es gab hier noch ein paar Sachen zu regeln, die noch gar nicht endgültig fertig waren. Von daher hatten wir da auch ein bisschen Zeitstress. Hat sich jetzt aber auch schlussendlich beruhigt, die Situation. Und ja, der Juni, warum nicht? Ne? Von daher, wenn es da dann klappt,
nehmen wir euch da auf jeden Fall mit. Wie gesagt, da sind dann auch nur 2 Wochen erstmal geplant, Kuba contra Maestre. Und mal sehen, werden sicherlich ein paar Tagesausflüge machen, aber wir werden zumindest keine Rundreise machen. Und das ist halt erstmal der Plan. Ja, von daher, ihr seid erstmal informiert. Kuba-Reise im März 26 findet nicht statt, aber ja, voraussichtlich Juni. Schreibt mir, was ihr letztendlich auch erlebt habt, weil von einigen hatte ich ja schon Meldungen bekommen, von wegen, ja, Stornierungen hier und da, beziehungsweise wie habt ihr euch jetzt entschieden? Reise komplett gecancelt, auf Eis gelegt, umgebucht, rückerstattet bekommen. Also was habt ihr gemacht? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, von daher, jetzt geht's hier erstmal ganz normal die nächsten Wochen weiter auf meinem Kanal. Wir beobachten weiter die aktuelle Lage, vor allem natürlich die Situation konkret mit den USA, was da gerade auch so ein bisschen Fahrt aufnimmt nochmal. Von daher, oder sich zuspitzt, besser gesagt. Von daher gucken wir da mal, was sich da jetzt in den nächsten Tagen, Wochen denn ergibt. Ja, das war's von mir aus meinem kleinen Garten. Ja, so klein ist er gar nicht. Aus meinem Garten, der letztendlich ja jetzt meinerseits ja, so langsam mal vorbereitet wird fürs Jahr. Und ja, hier ist auch eine Menge zu tun. Gut, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Saludos, ciao.